Grüß euch alle. Ich möchte heute zum ersten Mal ein Video auf Südtirolerisch machen. Und zwar, weil ich wieder eine neue Sprache machen will. Ich habe ja schon eins auf Hochdeutsch und Südtirolerisch ist zwar nicht eine eigene Sprache, ist aber schon ein ziemlich anderer Dialekt, denk ich mal, schon der ziemlich anders von Hochdeutsch, dass man auch ein Video auf Südtirolisch machen kann. Heute möchte ich darüber reden, wie wichtig es von mir aus ist, Pausen zu machen, wenn man eine neue Sprache lernt. Und zwar merke ich das jetzt gerade, jetzt lerne ich seit einem halben Jahr circa lerne ich Japanisch. Und ich habe das auch gemerkt mit Schwedisch letztes Jahr und auch früher mit Französisch habe ich halt gemerkt, wenn ich mehrere Monate lang lerne oder auch mehrere Wochen lang sehr intensiv eine Sprache lerne, nachher wäre ich halt mit der Zeit ein bisschen müde. Und ich merke, dass ich die Motivation ein bisschen verliere, weil es halt anstrengend ist, jeden Tag dieselbe Sprache zu lernen. Und nachher merkt man halt, irgendwann fehlt halt die Motivation weiter zu gehen und nachher möchte ich gern andere Sprache lernen. Und da gibt es halt Leute, die sagen, dass man sich eben selber zwingen soll, weiter zu lernen. Man sollte sich selber zwingen, jeden Tag zu lernen. Ich bin nicht ganz der Meinung. Ich denke mal, wenn die Motivation fehlt, ist schon wichtig, dass man abbricht und ein paar Tage lang oder Wochen lang eine Pause macht und wartet, dass sich alles das, was man gelernt hat, dass sich das in den Kopf einsickert sozusagen und fest bleibt und nachher, nach ein paar Wochen kann man, oder ein paar Tage kann man wieder von neuem anfangen, mit neuer Motivation und noch kann man wieder versuchen, kann man noch jetzt wieder viel schneller weiter. Weil ich merke halt, irgendwann fühle ich, als ob mein Kopf voll war, als ob ich nichts Neues mehr lernen kann. Nicht. Und da ist es halt wichtig, und wenn ich eine Pause mache, nachher ist es nicht, dass ich so viel vergiss. Das ist nicht der Fall. Hingegen ist es mehr, dass ich noch ein paar Tage einen leeren Kopf habe und dass ich fühle, als ob ich mehr lernen kann, als ob wieder mehr Platz da war und nachher bin ich auch mehr motiviert wieder. Und in der Zwischenzeit kann ja auch ein bisschen eine andere Sprache lernen. Jetzt habe ich vor einem Monat habe ich auch einmal nicht mehr so viel Lust gehabt, Japanisch zu lernen. Dann habe ich halt 2, 3 Tage lang Portugiesisch gelernt. Und nachher habe ich wieder Lust gehabt, mit Japanisch weiterzumachen. Und ich finde halt, dass das sehr hilft, die Pausen machen. Ich finde, dass das sehr hilft, weil sich das Gelernte festsetzt, das sich im Kopf festsetzt und man vergisst sehr wenig, oder ich zumindest vergisst sehr wenig, wenn ich ein paar Tage Pause mache. Ich weiß nicht, ob das jetzt für alle Leute zutrifft, bei alle zutrifft.
Aber ja, und nachher ich warte nachher, dass die Motivation wieder zurückkommt und nachher lerne ich weiter. Mit Französisch, also jetzt rede ich fast seit einem halben Jahr nicht mehr Französisch und ich denke mir, dass das schon sehr, sehr wichtig ist. Ich kann es jetzt schon vielleicht ganz leicht weniger als vor einem halben Jahr, aber ich denke mir, wenn ich nachher in ein paar Monate wieder anfange mit Französisch, dass ich nachher in ein paar Tagen ganz schnell wieder fließend werden kann und dass ich nachher mit der Motivation, die ich habe, noch viel höher steigen kann und noch viel fließender werden kann. Also Französisch noch viel besser lernen kann. Also die Pausen sind wie ein Sprungbrett. Okay, ich merke, dass ich mich ziemlich oft wiederholen tue. Aber ja, das ist, was ich sagen wollte habe. Wenn es Meinungen dazu habt, nachher höre ich die gern. Und sonst bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.